Hallo zu einer alten Folge von Gerrits Tagebuch. Eines Tages haben wir festgestellt, dass einige erste Folgen Probleme mit dem Ton bei YouTube bekommen haben. Das haben wir jetzt geändert, deswegen viel Spaß mit den alten Folgen. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Diese Folge steht sehr im Zeichen von optischen Arbeiten. Sprich, wir haben die Befeuerung für die Startbahn und für den ersten Taxiway begonnen und wir haben die Startbahn gealtert und angemalt und vor allen Dingen die Linien gemacht. Beginnen möchte ich mal mit dem Thema der Befeuerung. Das hat fast 2 Monate gedauert, dieses zu planen. Und hier sieht man den Rest, was übrig geblieben ist, und somit weiß ich auch noch, wie viel uns bevorsteht. Wir haben nämlich ungefähr die Hälfte der Lampen schon verbaut. Und das möchte ich mal eben kurz zeigen, wie das abgelaufen ist. Es kam bei dem Einbau der Lampen ganz besonders darauf an, dass die Höhe richtig ist, damit die Flugzeuge nicht drüber rumpeln und gleichzeitig das Licht noch zu sehen ist. Wir haben gesagt, wir machen das mit ganz vielen Leuten, weil sonst sitzen wir nämlich 2 bis 3 Wochen dran. Ganz wichtig natürlich auch, in das richtige Loch die richtige Farbe reinzustecken. Deswegen haben wir die Leuchten vorher auch markiert und es gab einen 1:1 Plan, in welches Loch welche Lampe rein muss. So, wir sind jetzt mal zusammen unter die Anlage gegangen, weil ich immer gerne regelmäßig gerade gucke, ob alles so läuft, wie ich mir das damals geplant habe. Wir haben nämlich eine Sache neu gemacht. Wir haben, bevor wir die Platten festgeschraubt haben, alle Löcher beschriftet, welches Objekt da oder welches Kabel da überhaupt rauskommt. Und hier kann man jetzt schon sehen, die ersten Sachen sind schon fertig angeschlossen, andere hängen noch raus, aber es sieht sehr, sehr übersichtlich aus. Noch vor ein paar Tagen, als alle Kabel runterhingen, dachte ich so, oh Gott, ob das wohl funktioniert, da sah man nämlich die Beschriftung vor lauter Kabel gar nicht. Aber mittlerweile wird es und ich bin sehr neugierig, wie es am Ende aussieht. So, 1600 Lampen in die Startbahn eingehämmert. Mir hat Spaß gebracht, euch ging es wahrscheinlich nach 2 Tagen auf die Nerven. Okay. Der Plan ist so gut wie fertig, sehe ich gerade. Komplett. Passt da alles so einigermaßen? Ja. Es wären viele Anschlüsse, ne? Sind schon welche dran? Könnt ihr mir die schon zeigen? Weil ich freue mich so tierisch drauf. Klar. Dann komme ich gleich. Danke. Jo. So, 1600 ungefähr, zumindest der 3.500 Lampen, die in die Startbahn und in die Taxiways rein müssen, sind jetzt drin. Dazu haben wir hier einen Plan gemacht, damit die Stromverteilung und so weiter auch stimmt und der Computer nachher genau weiß, welche Lampen wann anzuschalten sind. Deswegen dieser große Plan, den wir jetzt nur noch einhalten müssen und das Ganze anschließen müssen. Ein Teil der Lampen, habe ich erfahren, leuchtet schon. Ich freue mich tierisch drauf, sie zu sehen und das zeige ich jetzt mal. Kann ich schon anmachen? Ja. Ja. Geil, sieht cool aus. Das ist nämlich genau die Herausforderung gewesen, dass wir die Lampen so in die Startbahn einbauen können, dass man rüberfährt und nichts spürt. Sprich, dass die Flugzeuge nicht holpern, immer wenn sie über eine Lampe rüberfahren. Gleichzeitig sollen die Leuchten natürlich aus dem flachen Winkel auch zu sehen sein. Und das ist hier wunderbar. Ich kann den Kopf auf die Anlage legen und sehe trotzdem noch die Lampen am Leuchten. Ich bin sehr glücklich. Freut mich. Geil. Weiter so. Vor allem, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, wenn dann alle leuchten. Das wird ein Feuerwerk. Das, was hier wie nach viel Dreck aussieht, ist das Ergebnis einer langen Arbeit. Der Moment war nämlich gekommen, wo ich das Gefühl hatte, die Technik funktioniert, alles ist in Ordnung, wir können Farbe drüber machen, wir brauchen uns nichts mehr anzugucken. Das mit den Farbe drüber machen ist auch nicht so einfach gewesen. Es sind nämlich mehrere Schichten, weil in die letzte Schicht musste ein bisschen Granulat mit rein, damit die Flugzeuge ordentlich Traktion haben. Nachdem die Farbe drauf ist, kamen die Linien dran. Wir dachten erst, dass wir sie mit Stiften malen können. Weit gefehlt. Das haben wir sofort beendet und haben uns entschieden, aus dünnen Klebefolien die Streifen auszuschneiden und aufzukleben. Das Ergebnis ist wunderbar geworden. Ich bin begeistert, auch wenn die Arbeit fürchterlich war. Es war uns natürlich auch ganz wichtig, dass die Linien sehr, sehr realistisch sind, also absolut mit der Realität übereinstimmen. Eine lange Planungsphase vorweg. Und das Ergebnis meines Erachtens auch der Alterung der ganzen Dreckspuren kann sich durchaus sehen lassen. Die Besonderheit bei den gelben Linien ist nämlich auch, dass wenn der Beton zu hell wird, diese schwarz unterfüttert werden müssen, damit der Kontrast höher ist. Auch das haben wir mal versucht an der ersten Stelle und es ist uns eigentlich ganz gut geglückt und ich freue mich wirklich drauf, hier das erste Flugzeug drüber fahren zu sehen. Was haben wir noch gemacht im letzten Monat? Wir haben die Lifte in Betrieb genommen. Aber auf dem Weg stoße ich auf das hier. Hier entstehen jetzt die Ebenen hinter der Anlage, nämlich die Ebenen, die wir Schattenflughafen nennen. Die Flugzeuge starten, werden über den Lift unter die Anlage gebracht und müssen ja irgendwo geparkt werden. Sie müssen auch irgendwo geladen werden und wenn wir die Startrichtung wechseln, müssen sie auch irgendwo mal umfahren können. Das ist das erste Gestell. Wenn das fertig ist, können wir einen ganz realistischen Dauerbetrieb starten. Dann können wir landen und starten den ganzen Tag so viel wir wollen, weil die Flugzeuge auch weggebracht werden können. Momentan ist das eher immer so eine Tricksimulation. Aber ich war bei den Liften stehen geblieben.
Ah, schon wieder was entdeckt auf dem Weg dahin. Das ist nämlich auch was ganz Spezielles, da die Befeuerung alleine in der Startbahn, glaube ich, 600 oder 700 Lampen sind und in dieses Alugestell ja keiner rein soll und auch nicht sich irgendwie gegenlehnen soll, weil das so empfindlich ist, haben wir uns hier diese speziellen Böcke gebaut, damit man richtig schön bequem hier anschließen kann. Haben sich bewährt, denn wir sind hier ja schon ziemlich weit mittlerweile. Aber jetzt gehen wir zum Lift. Da ist er. Die Testplatte ist drauf. Wir sind damit schon rauf und runter gefahren. Aber jetzt habe ich ganz viel versprochen, dass ich das jetzt vorführen kann. Könnte ich auch. Ich kann mit dem Lift tatsächlich schon rauf und runter fahren. Ich kann ihn auch über unsere Software schon ansteuern. Er ist eigentlich fertig. Das einzige Problem, warum ich ihn nicht zeigen kann, ist, weil Stefano, unser Sizilianer, im Urlaub ist. Der ist für die Sicherheit zuständig und hat das Ganze auch technisch in Betrieb genommen. Und er sagte irgendwas von, solange die Einhausung nicht drumherum ist, darf ich nicht damit fahren, weil sonst würde ich Beton an die Füße kriegen und ins Wasser geworfen werden. Tue ich deswegen lieber nicht. Ich freue mich aufs nächste Mal, da werde ich ihn zeigen. Genauso hoffe ich, dass wir nächstes Mal das Frachtterminal schon richtig schön in Bildern zeigen können und die Beleuchtung der Startbahn fertig ist. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.